for Forest Innovation werfen wir gemeinsam einen digitalen Blick auf den Wald der Zukunft. Der Wald ist im Wandel. Klimaveränderungen beeinflussen seinen Zustand und die Verteilung der Baumarten. Vermehrte Schadereignisse, neue Schädlinge, die Neuverteilung der Niederschläge, aber auch die steigenden Temperaturen machen die Waldbewirtschaftung zu einer immer größeren Herausforderung. Hier setzt das Projekt for Forest Innovation vom Waldfonds finanziert unter der Leitung des Bundesforschungszentrum für Wald an. Ein zentrales Ergebnis dieses Projekts ist die Erstellung einer Web-App, die einerseits den Wald der Zukunft in 3D darstellt, andererseits aber auch ökologische und ökonomische Kennzahlen liefert. NutzerInnen können dabei unter unterschiedlichen Bewirtschaftungsszenarien auswählen. Woher diese Daten kommen, wollten wir eingangs auch kurz erklären. Die App stützt sich im Wesentlichen auf 3 Hauptquellen. Die erste ist die österreichische Waldinventur. Seit den 60er Jahren werden ja in der Steiermark über 2000 Probepunkte regelmäßig aufgenommen. Die zweite Datenquelle ist die dynamische Waldtypisierung, die eine klimafitte Baumartenauswahl ermöglicht. Und die dritte Datenquelle ist das Wachstumsmodell, die Wachstumssimulation Calvis, mittels der unterschiedliche Bewirtschaftungsszenarien simuliert werden können. Und diese Kombination erlaubt es dann eben 4 Strategien miteinander zu vergleichen. Die erste ist kein Management, da werden nur Schadereignisse berücksichtigt. Das zweite Szenario ist weiter wie bisher, heißt wir machen alles einfach weiterhin, so wie wir es jetzt gerade machen. Szenario 3 ist der klimafitte Laubmischwald mit 75% Laubanteil und Szenario 4 ist der klimafitte Nadelwald mit 75% Nadelanteil. Zu jedem Szenario liefert die App dann die entsprechenden Daten als fundierte Grundlage dazu, wie Entscheidungen zukünftig in der Waldbewirtschaftung getroffen werden können und welche Auswirkungen sie haben. Kommen wir nun zur Anwendung. Die Web-App ist über jeden Browser erreichbar. Geben Sie einfach www.forforestinnovation.com ein und Sie landen auf dieser Startseite. Auf der linken Seite sehen wir eine allgemeine Übersicht über Österreichs Wälder zu unterschiedlichen Themen. Der interaktive Teil befindet sich hier im zentralen Feld, ist betitelt mit Der Wald der Zukunft in 3D. Eine Sache vorweg. Die Daten, die wir hier errechnen, sind Durchschnittswerte. Das heißt, die Darstellungen beziehen sich nicht auf Bestandesebene, sondern sind Werte, die die App errechnet, und zwar aufgrund von Durchschnittswerten aus dem gleichen Wuchsgebiet und aus der gleichen Höhenstufe. Hier werden praktisch 15 ÖW-Plots zusammengezogen. Wie funktioniert es jetzt? Wir müssen diesen roten Marker eben platzieren. Ich nehme als Beispiel mein eigenes Forstgut im Norden von Graz in einer Höhenstufe von 550 bis etwa 1000 Meter und drücken den Button zum Wald der Zukunft. Und jetzt fangen die Berechnungen schon an. Man sieht jetzt hier, wie sich eine 3D-Landschaft am Bildschirm etabliert hat. Diese können wir auch praktisch interaktiv bedienen und uns umsehen. Wenn wir einen roten Punkt sehen, heißt das, man kann draufdrücken und sich auch durch die Landschaft aktiv weiter bewegen. Links oben in der App sehen wir auch die Möglichkeit, hier auf die Perspektive aus dem Flugzeug zu schalten, den Wald von oben zu betrachten. Und auf der rechten Seite haben wir den Wanderer. Da können wir in die Bestandesebene eintauchen und wortwörtlich im Wald stehen. Ich wechsle jetzt aber wieder zur Drohnenansicht, habe jetzt die Möglichkeit, hier am rechten Bildschirmrand eine Teilung des Bildschirms vorzunehmen, und oben sehe ich jetzt schon die unterschiedlichen Management-Szenarien. 2 kann ich gleichzeitig hier gegenüberstellen. Vielleicht nehme ich auf der linken Seite weiter wie bisher und auf der rechten Seite entscheide ich mich für den klimafitten Laubmischwald. Diese Szenarien werden jetzt einmal in die App hineingeladen. Hier unten befindet sich dann der Play-Button, mit dem man die Simulation dann starten kann. Das aktiviert unten die Zeitleiste, die bis ins Jahr 2100 geht, und man kann aktiv dabei zusehen, wie sich die ausgesuchten Szenarien live praktisch beobachten lassen in der Umsetzung. Wenn ich hier wo diverse Buttons sehe, heißt das, hier passiert etwas im Wald. Hier passiert eine Ernte, hier passiert eine Aufforstung, hier passiert ein Schadereignis. Hier unten kann man auch noch die Geschwindigkeit der Simulation steuern. Jetzt schauen wir uns das einmal gemeinsam an. Ich drücke Play und sehe, wie die Zeit vergeht und wie sich der Wald auf beiden Seiten praktisch in unterschiedlicher Art und Weise verändert.
Kommen wir nun zu den ökologischen und ökonomischen Kennzahlen. Ich drücke hier den Button Mehr Infos zum Wald und komme hier zu der Übersicht Zahlen und Fakten zum Wald der Zukunft im Jahr 2100. Was uns gleich auffällt, oben sind die 4 Szenarien. Hier kann ich mich auf Durchklicken und Sie sehen, dass die Daten sich ändern. Nehmen wir uns vielleicht einen Datensatz heraus, schauen wir die Holzernte an. Bei Keimmanagement 1,2 Erntefestmeter am Hektar, im klimafitten Nadelmischwald 4,7 Erntefestmeter, beim klimafitten Laubmischwald 3,7 und bei weiter wie bisher 5,2. So kann man die unterschiedlichen Daten einfach ganz leicht miteinander vergleichen. Nehmen wir uns nun diese 4 Blöcke vor. Ganz links beginnt es mit der Klimafitness, die wäre hier zum Beispiel bei 33%, mäßig klimafit. Darunter ein erster Überblick über die Baumarten. Wenn ich hier auf mehr Infos gehe, bekomme ich die Baumarten im Detail aufgeschlüsselt, auch farblich hinterlegt mit den jeweiligen Eignungen, so wie es bei der dynamischen Waldtypisierung auch der Fall ist. Und hier noch die Beschreibung über das Klimawandelszenario. Wenn ich zur nächsten Säule gehe, sehe ich CO2-Aufnahme, so und so viele Tonnen CO2, gespeicherter Kohlenstoff und die eingesparten Emissionen, weil ja auch die Verwendung von Holzprodukten in der App einberechnet werden. Säule 3, die Holzernte, natürlich für Waldbewirtschaftung sehr interessant. 5,2 Erntefestmeter haben wir in diesem Szenario, der Holzerlös. Und wenn ich hier auf mehr Infos gehe, komme ich zu einer detaillierteren Übersicht über die Holzernte. Ich habe den Holzerlös, die durchschnittlichen Holzerntekosten. Hier sind wir natürlich von Ist-Kosten ausgegangen, die haben wir gemeinsam mit den Land- und Forstbetrieben erhoben. Da eine Zukunftsprognose abzugeben, ist natürlich nicht möglich. Die Waldbaukosten, die Vorratsentwicklung und die Holznutzung bis ins Jahr 2100. Ich gehe wieder zurück zur Übersicht, schaue mir eben noch Daten über die Biodiversität an, Strukturvielfalt, da gibt es den Gini-Index, die ist hier bei 0,29 und eine Information über das Totholz ist als letztes auch noch vorhanden. Die Web-App macht die Auswirkungen unterschiedlicher Managemententscheidungen im Wald visuell in 3D als auch datenbasiert erlebbar. Sie ist eine Grundlage für Diskussionen und Entscheidungen und eine wichtige Stütze für die Praxis, für die Beratung und die Ausbildung. Die Web-App ist ein zentrales Element von For-Forest Innovation. Darüber hinaus beschäftigt sich das Projekt aber noch mit Perspektiven in der Plänterbewirtschaftung, mit dem Waldwirtschaftsplan der Zukunft oder auch mit Stoffströmen in der Holzbranche. Wir wollen aber nicht nur Daten bereitstellen, wir wollen vor allem auch die Freude an der aktiven Waldbewirtschaftung stärken. Zudem sollen allen Interessierten die aktuellsten Daten aus Forschung und Entwicklung zugutekommen. Wenn Sie Fragen zur App oder zum Projekt haben, zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen. Wir wünschen viel Freude beim aktiven Mitgestalten des Waldes der Zukunft.